Der Schmachti. Ein Oldschool Official Server ohne Pain wäre krass, wo jeder auch nur einen Char spielen kann. Wäre es, habe ich auch schon oft vorgeschlagen. Oder was ist vorgeschlagen, aber ich sag nur WoW Oldschool. Hat ja auch funktioniert. Es wäre cool, wenn sie sowas mal machen würden. Aber das werden sie nicht. Weil es zu viel Geld kostet. Also an für sich wäre das mega nice. Wenn sie dann nach und nach immer die alten Updates aufspielen würden. Version per Version. Und halt alles auch ein bisschen besser läuft als damals halt. Also die ganzen Bugfixes und so, die über die Jahre dazugekommen sind, wenn die halt dann direkt aufgespielt wären und so. Alles drum und dran. Also schon Oldschool, aber halt verbessertes Oldschool. Also nicht verändertes Oldschool, sondern verbessertes Oldschool. Feeling. Und halt vielleicht auch mit dem einen oder anderen Quality of Life Feature. Habe ich schon gesagt, das müsstest du halt erstmal programmieren. Du müsstest halt quasi wieder eine cleane Version aufsetzen und dann müsste sich irgendjemand darum kümmern, die ganzen Updates vielleicht neu formatieren oder whatever. Und all diese Sachen, also wenn du das jemandem so sagst, der quasi, also wenn du das dem CEO oder dem Management sagen würdest, die würden sagen, ja, klingt ja alles ganz cool, aber kostet Geld, also nein. Wie viel Geld kostet das gleich nochmal? Oh, dann nicht. Das machen die leider nicht. Also Flive Universe ist das nächste, also näher als Flive Universe wirst du niemals an eine Oldschool Flive-Version rankommen. Und eigentlich war Flive Universe nie wirklich eine Oldschool Flive-Version, weil es von Anfang an ja schon viele Dinge gab, die es damals nicht gab oder die anders waren. Und vor allem das größte Problem war, dass es ein Browser-Game ist und sich das deswegen niemals wirklich angefühlt hat wie Oldschool Flive, weil du es halt im Browser gespielt hast. Und Oldschool Flive halt nicht. Aber wie gesagt, es kam zumindest nah dran. Und ich denke nicht, dass wir jemals näher dran kommen werden. Leider. Und jetzt ist natürlich Flive Universe schon lange kein Oldschool mehr. Also, es gibt ja auch schon so viele Sachen und Ultimate und Pipapo. Also natürlich schon auch Nostalgie-Feelings und für Leute, die halt jetzt erst wieder mit Flive anfangen wollen oder so, ist natürlich immer noch cool. An für sich. Aber es ist halt kein Oldschool-Server oder so. Aber da wäre ich auf jeden Fall auch dabei, wenn sie das machen würden. Man könnte es ja auch über die Flive Universe Engine machen, sozusagen. Aber wie schon gesagt, du bräuchtest halt dann genau wie beim richtigen Spiel im Endeffekt ein Team, das sich darum kümmert und so. Also eigentlich bräuchtest du ein zweites Dev-Team dafür, vielleicht ein kleineres. Also Initial Setup, wo irgendwie alle beteiligt sind, dass es halt schneller oder besser geht. Und sobald es mal läuft, hast du halt dann, keine Ahnung, ein kleines Team von 2, 3 Leuten oder so. Aber das erste Mal zum Laufen bringen und dieses Team und whatever, das klingt halt in den Augen von Gala, in den Ohren von Gala, nur nach Geld. Das sie ausgeben müssen und nicht verdienen. Erstmal. Vermute ich. Aber das Interessante ist ja, Flive Universe ist ja quasi als Community-Projekt entstanden, ohne Official Support am Anfang. Und ich weiß nicht genau, wie sie den Official Support von Gala bekommen haben. Also ich schätze mal, sie haben sie einfach kontaktiert. Was mich sehr wundert, weil Gala reagiert eigentlich nie auf irgendwas. Also keine Ahnung, wie sie eine Antwort von denen bekommen haben. Wäre mal ganz interessant zu wissen. Aber also rein theoretisch könnte es sein, glaube ich zwar nicht,
weil es ja wiederum den aktuellen Spielen, nämlich Flive Universe zum Beispiel, Konkurrenz machen würde. Aber rein theoretisch könnte es schon sein, dass du jetzt hergehst und du machst das einfach. Also du programmierst einfach ein Oldschool Flive oder setzt das alles auf und whatever. Machst quasi eigentlich die ganze Vorarbeit. Du gehst in Vorleistungen, vielleicht sogar jahrelang. Und gehst dann zu Gala und sagst, hey, guckt euch das mal an. Ich bin hier schon in der V0.5. Ich bin schon halb fertig damit. Aber jetzt geht mir so ein bisschen die Zeit aus. Oder jetzt wird es zu viel Arbeit. Ich brauche mehr Geld oder ich brauche mehr Zeit. Und um mir die Zeit zu nehmen, brauche ich Geld oder so. Oder ich brauche Unterstützung, ich brauche ein Team. Wäre das nicht was für euch hier? Wollt ihr das nicht supporten so? Also theoretisch könnte es funktionieren, weil es hat ja schon mal funktioniert. Sozusagen. Aber das Problem ist halt, bei sowas, was machst du halt, wenn sie Nein sagen, ne? Das Problem ist in so einem Fall, wenn du dich bei denen meldest und sie sagen dann Nein, dann haben sie ja auch deinen Arsch schon, also dann wissen sie auch schon, wer du bist und so. Also das ist wahrscheinlich auch schwierig. Weil wenn du dann irgendwie ins Illegale abrutscht, was natürlich erstens illegal ist, aber halt, dann wissen sie halt auch legit, mit wem sie es zu tun haben vielleicht. Je nachdem, wie viel du preisgibst, I guess. Aber dann wäre es halt auch ein leichtes für sie, dich dann zu verklagen. Falls du es ohne sie durchziehen würdest. I guess. Aber es ist halt ein schwieriges Thema, weil ich meine, es ist schon... Also ich meine, kann man eigentlich nicht von jemandem mal verlangen, dass du halt Monate oder Jahre deines Lebens... Ich meine, klar, wenn es ein Hobby ist, aber... Ja, dass du halt irgendwie so grundsätzlich das so machst, dass du Leuten theoretisch die Hoffnung... Ich meine, das machen sie eigentlich nicht. Ich meine, es ist ja jetzt diese Erfolgsgeschichte von Flive Universe sozusagen. Aber indirekt erschaffen sie halt damit so eine Atmosphäre so, wo man dann halt ins Träumen abrutschen kann, dass du halt sagst, naja, es hat ja schon mal geklappt. Also wenn ich mich jetzt jahrelang hinsetze und jahrelang meine Zeit und mein Geld investiere, um da was aufzubauen, könnte es ja auch klappen. Aber dann ist halt das Große eben, was, wenn es nicht klappt? Hast du Jahre deines Lebens verschwendet und vielleicht sogar so viel Geld, so viel Zeit. Ist ja dann blöd. Wahrscheinlich hättest du mehr Erfolg, wenn du ein neues Flive Handy Game machen würdest. Ich glaube, da könntest du sie ranholen. Keine Ahnung, wie aufwendig und entwicklungsintensiv das ist. Oder kostenintensiv vielleicht sogar. Mobile Game Entwicklung, keine Ahnung. Kenne ich mich noch weniger aus als mit normalem Zeug. Aber da Gala ja schon sehr mobile-affin ist, also vielleicht war auch das der Knackpunkt, warum Flive Universe bei ihm gefunkt hat. Weil es halt eben auch mobile ist. Könnte sein, dass das der springende Punkt war bei Flive Universe, dass sie das überzeugt hat letztendlich. Nicht nur ein neues Flive in Anführungszeichen, sondern auch mit Mobile Support. Vielleicht war das für sie das, was den Ausschlag gegeben hat. Und die haben ja auch schon einige Flive Mobile Games entwickelt. Insgesamt gab es schon 5 Flive Mobile Games. Einfach 5 Mobile Games gab es schon von dem Spiel. Und wenn du jetzt hergehen würdest und du würdest sagen, du machst jetzt ein neues Mobile Game und du sagst so, ey, das macht garantiert süchtig, das ist das Beste, das ist mein Meisterwerk mit der Flive IP, kommt, gebt mir das Geld für die Veröffentlichung, gebt mir das Geld für den Support, gebt mir ein Team, mit dem ich das verwalten kann, bliblablub. Also ich glaube, da hättest du auch noch Chancen, weil das wäre dann auch nicht so ein direkter Konkurrent für Flive PC und für Flive Universe, weil es ja dann wieder auf einer anderen Plattform wäre. Und wenn es halt kein klassisches, ich meine, es gibt ja auch Mobile-MMOs. Wenn es halt in eine andere Richtung geht, keine Ahnung, was sind aktuell die beliebtesten Mobile-Games? Weiß ich gar nicht. Was zockt man momentan so? Actually, no idea. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall müsstest du halt irgendwas finden, was halt momentan angesagt ist. Das irgendwie auf die Flive-IP übertragen oder so. Und dann hättest du wahrscheinlich ganz gute Chancen. Aber auch hier ist natürlich das Problem, das kostet halt so viel Geld, so viel Zeit vor allem. Und eine Garantie hast du trotzdem nicht. Naja, stimmt, Genshin Impact spielst ja selber. Gacha-Games, ja. Ja gut, ein Flive-Gacha-Game, es wird schwierig.
Okay, Leute. Heute 80 neue Puls beim Flive Gacha. Welchen Helden werden wir diesmal bekommen? Blade! 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 Jester! Oh! Oh, Jester. Naja, müsste man wahrscheinlich, wenn er mit NPC-Charaktern oder so machen, keine Ahnung. Ey, nichts gegen Jester. Ich glaube, ich sag besser nichts mehr. Ja gut, ich meine, an für sich, Gacha-Games machen ja eigentlich auch nichts anderes, als dass sie andauernd neue Anime-Waifus oder Husbandos erschaffen und die in die Welt von dem Spiel entsenden. Also rein theoretisch könntest du es ja trotzdem machen bei Flive. Die Welt ist quasi ganz normal Flive mit dem ganzen Käse. Und die spielbaren Charakter sind auch einfach heiße Anime-Chicks und Boys. Die es zwar im originalen Flive so gesehen dann eigentlich gar nicht gibt, aber ja, ist ja Wurst an für sich. Anders würde es nicht funktionieren. Es gibt ja in Flive nicht so wirklich Charakter. Außer die NPCs. Und die NPCs zu Charaktern zu machen, wäre irgendwie auch weird. Zu spielbaren Charaktern, meine ich. Ja, aber da hast du ja die Idee, oder falls ihr irgendjemand ein Mobile-Game-Entwickler, ein Game-Dev ist, Mobile-Game-Dev, dann wisst ihr jetzt, was ihr machen müsst. Ihr müsst ein Gacha-RPG-Game in der Flive-IP kreieren. Mit geistesgestörten Microtransactions und Anime-Girls. Und dann müsst ihr euch bei Gala melden, wenn ihr quasi fast mit der Entwicklung fertig seid. Und dann stellen sie euch ein für 2000 Euro netto. Ein Traum. Träumchen.